Hallo, in diesem Format möchte ich euch meine Meinung zu diversen gesundheitlichen Videos auf YouTube geben, indem ich eben auf solche Videos reagiere. Das Ganze spiegelt meine Meinung wider und ich möchte auf keine Art und Weise irgendjemanden diskriminieren oder schlecht dastehen lassen. Wie gesagt, es spiegelt meine Meinung wider, also fangen wir an. Und wir sagen einfacher aus welchem Blickfeld her. Weil weniger zu essen und abzunehmen ist drastisch anders und drastisch schlechter, als wie dich leicht zu denken. So, willkommen zu einem weiteren Reaction-Video, wo ich auf ein gesundheitliches Thema reagiere. Und dieses Mal von dem YouTuber Boogie, der eine Magenoperation hatte, um sein Übergewicht zu reduzieren. Und ich werde meine Meinung dazu abgeben, wenn ich das Video schaue. Wie schon am Anfang gesagt, ich will durch niemanden diskriminieren oder schlecht machen. Ich erwähne das bei dem hier einfach nochmal zur Sicherheit. Und das hat er gesagt, dieses Video, also das Video selber, ich jetzt auf Englisch. Ja, also nur für die vielleicht kein Englisch können, wird das Video hier vielleicht nicht so hilfreich sein, aber ich fand es trotzdem wichtig, persönlich darauf zu reagieren. Na dann, fangen wir an. Ladies and gentlemen of YouTube, boogie2988 coming at you live once again through the power of the internet. What's up? Ladies and gentlemen of YouTube, boogie2988 coming at you live once again through the power of the internet. Ich meine, okay, die Vor- und Nachher-Bilder sind ja definitiv schon mal gut, also da kann man nichts sagen. Aber ist Gewichtsverlust wirklich alles? Well, there it is. 6 months difference. I know for those of you who follow me pretty. Ich weiß nicht, es war bei mir teilweise auch so, als ich abgenommen habe, habe ich selber auch erst dann bemerkt, nachdem ich meine Vor- und Nachher-Bilder gesehen habe. Selber merkt man das gar nicht so. Und das ist auch übrigens ein Video, was ich schon mal gesehen habe, aber es ist schon länger her, auch so 3-4 Monate ungefähr. Gradually watch me on stream every night or watch me on YouTube, it's kind of hard to see the difference. But when you put it side by side like that, you can definitely see the difference. And there's a huge difference. I'm currently at about 150 pounds down. 150 Pfund, das sind 70 Kilo ungefähr. Was er abgenommen hat. Since my pre-op diet and a little over 100 pounds. Pre-op. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es das war, aber ich glaube, das ist Pre-op. Sind ja diese Shakes, von denen ich absolut nicht viel halte. Aber vielleicht mache ich dazu noch ein extra Video, beziehungsweise kommen wir später dazu zu sprechen. Since the surgery date, which was almost exactly 6 months ago today, 6 months ago this week. And in just a few days, I will sit down with my doctor and have our 6-month check-in. I'll also speak with a nurse. We're going to talk about all the ups and the downs of the last 6 months and what the future holds. But I thought I would just take the time to talk to you guys about that today. Ja, also es geht. Ich wie immer ziemlich sicher gesehen. Deswegen, ja, du musst weniger essen und durchhalten und sei nicht faul und sei nicht schwach und ja, also wie gesagt, sowas, wenn ich sowas sehe, wenn ich sehe, dass Leute sowas gemacht haben, das tut mir im Herzen weh. Das muss ich schon dazu sagen. Das ist immer, ja, muss das wirklich sein. Ich meine, selbst wenn man sowas gemacht hat, kann man doch immer denklich leicht machen. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen kein Problem. Aber wirklich, es ist mit solchen Operationen, das geht mir selber halt auch irgendwie ziemlich nah, weil ich mir denke, okay, ja, muss es wirklich sein? Muss man Leuten sowas anreden? Wenn es andere Optionen gibt, holistische Optionen gibt, die einen nicht dazu zwingen, irgendetwas zu tun. The most obvious thing is now that I'm much smaller, I feel a lot better. And I think okay, I das glaube ich ihm. I prefer the way I look, but that's up to your discretion.
At the end of the day, I know I'll never be a pretty boy, but I'm comfortable with who I am. As 4chan is so glad to point out, I'll probably never be a Chad. But I do think I look a lot better. I do like looking at this face and this body a lot more. But on top of that, I feel a lot better. I'm able to do a lot of things I haven't been able to do for decades. With something as simple as just being able to walk through a store that doesn't have those little mart carts that you can ride, or being able to go to the mall and shop there, or be able to walk a short distance without having to go from seat to seat to seat. And I'm still in a lot of pain. I still have a lot of knee pain, which is getting way, way better. I'm still having a lot of back pain, which is getting way, way better, but it is definitely getting better, and I'm not letting it slow me down. Now, I am still pretty naturally slow after a couple of decades. Ich meine, auch hier, ich will die Vorteile, die er jetzt da hat, auch gar nicht runtermachen, auf keinen Fall. Definitiv gut für ihn. Aber es ist einfach die komplette falsche Herangehensweise. Ich kann es nicht oft genug sagen. Of an entirely sedentary lifestyle, I still have to take it pretty easy, but every day it's based. Ja, da sind wir wieder bei diesem sedentary Lifestyle, was sowas Ähnliches bedeutet wie eben, dass man die ganze Zeit eben sitzt. Und ich meine, sowas ist definitiv nicht gut, keine Frage. Aber es hat nicht so viel mit Übergewicht zu tun, wie man denkt. Es gibt genug Leute, die schlank sind, ewig lang rumsitzen und trotzdem schlank sind. Und das muss man einfach erklären können. Und das kann man so damit, mit solchen Operationen einfach nicht. Eindeutig. Nein. Aber gut. Baby steps, and every day I am just surprised at how much better I'm getting. And I feel like I'm going to be able to do the things I was able to do when I was 20, probably within the next year. Of course, I was about 400 pounds when I was 20, and I weigh less than that now, so I guess that makes sense. But for those of you who really 400 Pfund sind 200, my biggest ever was 190 Kilo. When I started the pre-op liquid diet, Ja, sind wir wieder Pre-Op Liquid Diet, ja. Das sind diese Shakes. Furchtbares Zeug und so viel Großartiges ist halt gar nicht drin, wahrscheinlich von der Qualität jetzt nicht minderwertig, weil ich mich noch so erinnern kann. Aber da gibt es andere Optionen, wenn man so was Ähnliches machen wollen würde. Erstens keine Operation und zweitens nicht diese Shakes, aber ich würde schauen, dass ich dann ein extra Video dazu mache. Wahrscheinlich. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da eine Meinung dazu haben wollt. Aber auch das mit diese ganzen Diät-Shakes und Pillen, das ist das nächste, was mir irgendwie wehtut. I was about 540 pounds. Before surgery, I got down to 492, and as of today, I'm currently weighing in at about 387 pounds. Now, for those of you who don't know the surgery that I'm talking about, I got gastric bypass surgery, where they take the top little 10% of your stomach, and they remove the rest and push it off to the side, not to be used for much of anything, and they bring up the intestines to create a smaller stomach, kind of forcing you to eat better and eat much more. Ja, das mit dem besser essen, glaube ich nicht. Also das geht halt, was ich von Leuten weiß, die das gemacht haben. So nach dem Motto, ja okay, ein McDonald's Milkshake würde reingehen, aber es ist irgendetwas Gesundes, ein gesundes Smoothie oder so, würde dann nicht mehr gehen. Und da denke ich mir dann wieder, good job. Was bringt? Es vernachlässigt komplett den Fokus auf Lebensmittelqualität. Wie durch diese ganze Makrosache tut, auf was sich Leute konzentrieren, was ebenfalls vielleicht eine weitere Videoidee wäre. Aber ja, also, wir sind wieder bei diesem, glaube ich, hat er gerade gesagt, mit diesem weniger Essen. Nicht die Lösung, mein Freund, nicht die Lösung. Abnehmen und Gesundheit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Much less food. And some people will say, Boogie, surgery is cheating, surgery is the easy way out. Nein, absolut nicht. Also, ja, ich sag, okay, nee, das ist definitiv nicht the easy way out. Definitiv nicht. Aber warum würde man sich selber wehtun? Okay, ja, weil man sich besser weiß. Wenn man auf das hört. Was ja alle anderen sagen. Wenn alle anderen das sagen, dann muss es stimmen. Und wenn alle anderen sagen, ich bin schwach und ich bin faul, dann muss es so sein. Aber nein, absolut nicht.
Es gibt bestimmte Gründe, warum der Körper jetzt Fett speichern möchte. Und die haben nichts davon. Keine einzige Sache davon hat damit zu tun, dass du schwach oder faul bist. Keine einzige davon. I would definitely say that maybe it is cheating because it's made it a lot easier to do the things I needed to do over the last 6 months. I haven't been dealing with hunger issues. I can only eat small amounts of food. If I eat the wrong amount, I will vomit. Ja, das ist das Nächste. Es zwingt dich eben, wie zu dem, was ich vorher gesagt habe, du kannst dann vielleicht bestimmte Sachen gar nicht mehr essen. Sachen, die vielleicht nährstoffreich wären, gehen nicht mehr. Und das ist einfach Hardcore. Und wie gesagt, einfacher aus welchem Blickfeld her. Weil weniger zu essen und abzunehmen ist drastisch anders und drastisch schlechter, als wie dich leicht zu denken. Eine holistische Methode zu verwenden. Und dann nicht mehr so viel Hunger zu haben. Das sind komplett zwei verschiedene Sachen. Eat the wrong amounts of food and the wrong types of food, I could very well end up killing myself. So it makes it a lot easier. The threat of death, the threat of needing a new surgery, the threat of an intestinal bleed. Ja, das ist das Nächste. Die ganzen Sachen, die dadurch kommen. Wie er sagt, dass er womöglich sterben kann. Das in Kauf zu nehmen. Ich meine, das wäre auch in dem Video, was ich gemacht habe schon mal. Sollte jetzt in der Infokarte verlinkt sein. Und in der Beschreibung unten. Eben über Vorwürfe für Übergewichtige. Das ist absolut nicht angebracht. Aber genau solche Vorwürfe bringen die Leute dazu, solche drastischen Sachen zu machen. Und das finde ich persönlich einfach extrem scheiße. Wie kann man dann noch, wenn man sowas empfiehlt, noch gut schlafen? Wie kann man die Nacht durchmachen? Ja, Augen zu und durch, aber davon abgesehen, wie geht sowas? Weil vor allem Ärzte, die haben die Möglichkeit, die haben die Ressourcen, die haben das Studium dafür, sich Sachen näher anzusehen. Statt einfach nur einem Modell zu folgen, weil es gut klingt. Die haben die Möglichkeit und machen es nicht. Und es gilt nicht für all die Ärzte, keine Frage. Und für allgemein jeden. Aber die es machen, was läuft falsch? The threat of throwing up all the food you eat, it definitely makes the discipline a lot easier. I don't agree. Ja, da sind wir wieder mit Disziplin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach der falsche Weg ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es wird dem Ganzen wahrscheinlich mehr Disziplin braucht. Nicht, dass es nötig wäre, wie gesagt, aber mehr als jemand, der jetzt eine normale Punkte zählt oder fliegende Spaghetti-Monster zählen, Diät macht. Definitiv, wenn man bedenkt, wie er sagt, die interne Blutungen, wenn möglicher Tod, also kotzen muss, wenn das Falsche ist. Wirklich, dass es Leute gibt, die andere Leute freiwillig dorthin bringen. Also wenn da ein großer Haufen davon sadistisch veranlagt ist, oder ein großer Teil wirklich noch nie übergewichtig war in seinem Leben, die meisten wahrscheinlich davon nicht. In einem Bilderbuch davon gehört und das war's. With it being the easy way out, because I've dieted throughout my entire life, gaining and losing the same 50, 75 pounds over and over and over again. This was a lot harder. Ja, sagt er jetzt hier gerade auch, wenn ich vorher angeteasert habe, dass es meine schwierige war. Aber da sind wir wieder dabei, mit diesem Jojo-Effekt, immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und das ist die Möglichkeit, wo man einfach sagen kann, okay, jetzt ich höre auf damit, nach dem 10. Mal, es funktioniert nicht, es muss eine andere Lösung geben. Und da wird es verwendet, was andere Probleme hat, was einen komplett anderen Ansatz hat. Than that, because of the vomiting and the constipation and the intestinal bleeding and the disgusting things it does to your digestive system, the hair loss. Ja, deine Verdauung ist wieder wichtig für die allgemeine Gesundheit. Und dann gehst du her und zerstörst du das komplett.
Und erst wir ziehen das auch noch durch. Weil die einfach ihre Kalorien-Kindergarten-Logik im Kopf haben. Ich muss echt sagen, das Video regt mich mehr auf als gedacht. The physical pain, the degradation to my joints and to my bones, the giant multivitamins and the strict requirements to eat certain foods at certain times and the Ja, genau, du musst zu bestimmten Zeiten essen, genau dann. Und mir gefällt die Multivitamine nehmen. Ja, warum wohl? Mein erster ist einfach so aus dem Mist gegriffen. Letztes Mal einfach würde, warum Multivitamine? Naja, der Magen ist verkleinert. Du nimmst wahrscheinlich die ganzen Nährstoffe nicht mehr zu dir, weil du einfach nicht mehr so viel essen kannst. Wie gesagt, McDonald's-Milchshake geht ran, das muss ich zum Beispiel nicht mehr. Oder ein großer Salat oder sonst was. Und dann musst du die Nährstoffe, die Prämien Multivitamin kompensieren. Wie ich schon mal in einem Video gesagt habe, ja, Nahrungsergänzungsmittel haben ihren Platz, eindeutig, ja. Aber nicht so. Nicht so. hydration and the sleepless nights and the Dehydrierung, ja genau, toll, ja. Wasser, verdammt wichtig. I don't feel like it was the easy way out. If I had the mental fortitude to do it the natural way, I feel like that would have been a lot easier. Ja, wie gesagt, natürlicher Weg sind wir wieder bei, ja, was ist der natürliche Weg? Ist weniger, machen wir Sport, der ganze Schwachsinn. Das ist definitiv nicht der natürliche Weg. It certainly would have been about $20,000 cheaper. But $20,000 auch noch los. And failing over and over again, I got to a point where... Man, echt mit diesen 20.000 Euro kann man nicht extrem wert. Ja, das ist der Jahresgehalt von manchen Leuten. Manche Leute haben. In Amerika, ja. Gibt's ja keine gescheite Krankenversicherung. I needed some sort of intervention or I would have been dead by 44, maybe 45 if I was lucky. Fortunately, the doctors just up the road offered me that surgical intervention, and I'm really glad I did because obviously the result... Wenn er kein Gewissen hat. Und ich muss auch sagen, viele Ärzte wissen es wahrscheinlich auch nicht besser. Oder verdrängen es besser zu wissen. The results speak for themselves. Here's the thing. Ja, wie gesagt, Gewichtsverlust und gesund sein sind zwei verschiedene Paar Schuhe. At 387 pounds, I'm still a giant fatty fatterson, so there's still a lot of weight to be lost. In fact, Ja, damit macht er sich ja nicht wieder runter. Da merkt man halt irgendwie auch zum Teil. Auf einer mentalen, emotionalen Ebene hat sich da nicht sonderlich viel getan. Goal weight is about 250 pounds, and right around the 250-pound mark, we'll start talking about skin removal surgery, which could remove another 30 or 40 pounds by itself. And I don't think I'll... Ja, ich meine, über die überschüssige Haarentfernung habe ich auch schon nachgedacht. Und wäre auch schon fast dabei gewesen. Aber das ist ein anderes Thema. Mit der Gang sowas habe ich absolut nichts. Also, bis zu einem gewissen Grad halt. Das muss jeder selbst entscheiden, aber definitiv abwarten. Aber eben diese ganzen Magenband, Magenverkleinerung, das ganze Zeug. Na, es gibt bessere Alternativen. I'll ever get my arms or my legs done because that's just cosmetic. I mean, that's gross to look at, but at the end of the day, it doesn't really affect things. But when it comes to my stomach area and that general area, it's more than a cosmetic issue. It's definitely a medical necessity, I feel. I would show you that, but I'm fairly certain it's against community guidelines here on YouTube, but maybe I'll tweet it out at some point. Ja, sowas wäre gegen Community Guidelines, aber Katja Krasavic, ja, ne, lassen wir das. Good news, like I said, I was 540 pounds when I started that pre-op liquid diet. I am now currently 387, my goal weight of 250 pounds. I'm actually closer to my goal weight than my starting weight now, so I'm more than halfway to where I want to be. And I have about a year of pretty steady weight loss left to do that in. And right around here at the 6-month mark, things will get a little bit more complicated. They say that the hunger begins to come back between now and the 1-year mark. So I will be dealing with hunger issues again. I will end up, since the swelling is down on my stomach now, I'm able to eat about a third of a plate of food in one sitting. You know, so if I ate too many times in a day, or I ate the wrong foods during that period of time, I could find myself getting in trouble. Especially because my BMR is so much lower after losing 150 pounds. And of course, your metabolism does take a hit after a surgery like this. Ja, und eigentlich,
Komplett falscher Weg. The good news is I'm stupidly motivated because as I get back out into the world and I do cool, new, interesting things I have not been able to do for ages, and I'm not just trapped in this room or just in this house waiting to die and doing nothing but playing video games. I have to say, I have tried some foods that were not particularly great for me, and I will tell you, at the end of the day, they're not worth it. I hate to use anything thinspiration related because it's a connection to anorexia, but I think it's true. Nothing tastes as good as being healthy feels. Not that I'm exactly healthy at 387 pounds, but I'm still dealing with blood pressure issues. I'm still dealing with back pain. I'm still taking pain medications for stuff like that. But my diabetes is entirely in remission, and I'm sleeping better than I've ever been able to sleep. I've slept without my sleep apnea machine a few times and gotten restful. Ja, Schlafapnoe ist der nächste. Ist übrigens Schlaf ist übrigens ein Fat-Trigger. Wird ein Video dazu kommen. Ja, Schlafapnoe fällt da gleich ran. Ich meine, ich kenne seine genaue Situation nicht, aber Schlafapnoe war schon mal eine gute Sache. Und Schlafapnoe kann auch so ein Teufelskreis auch sein. Echt jetzt, bei sowas wünsche ich mir dann wirklich, wo ich mir denke, okay, solche Leute abfangen, bevor sie sowas machen, ist definitiv eine gute Idee. Sleep from it. I may not even need it anymore, so I'm going to see my sleep doctor about it soon. I'm getting healthier. Far from healthy, but I'm being healthier and getting healthier. But that first 6 months... Naja, er hat nicht mehr so viel Magen da, weil das ja zur Seite geschoben wurde. Muss Multivitamine nehmen, weil er sonst die Nährstoffe nicht bekommen wird, die er braucht. Auf Dauer ist das auch nicht wirklich so gesund. Aber hey, auf der Pille sind alle Vitamine oben, also von daher muss alles passen. Die Mainstream-Logik. Months is over, and the support groups tell me that first 6 months is called the honeymoon phase, and it was quite a honeymoon. It was really fantastic, and going through these changes made it a lot easier to deal with the other personal issues and business-related stuff that I was going through. Ja, weil Supportgruppen sind definitiv gut. Hab ja auch eine. Also von daher, nichts gegen Supportgruppen. Einfach genial. Aber der Ansatz ist halt, naja. Because it was hard to be sad. It was hard to be anxious. It was hard to be scared. It was hard to be angry. It was hard to be anything other than happy. Happy to be getting my life back. And I have to say, moving forward, I'm very excited because I'm looking forward to the future for the first time since ever. So there we have it. There's our 6-month update. I hope you guys enjoyed it. I hope you guys check back into me in a few months. Ja, also ich glaube, das war's im Großen und Ganzen mit dem Video. Ja, also, ich meine, ich habe schon genug gesagt, genug geredet. Wie gesagt, ich will sagen, die Lebensqualität, die er rausbekommen hat, da ist auch gar nicht schlecht reden, auf keinen Fall. Das sind definitiv Pluspunkte. Aber man zerstört sich dadurch einfach extrem. Und es muss nicht sein. Es gibt eine andere Möglichkeit. Willkommen bei der Endcard, die dich zu weiteren Videos bringt. Außerdem, wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du gerne noch einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um über neuen Content informiert zu werden. Wenn du dieses oder ein anderes Video nützlich oder informativ fandest, kannst du es gerne in den sozialen Netzwerken teilen.